gegrüßt zu einem neuen Video heute von mir vom Alulöwe. Ich fahre jetzt gerade wieder hoch in die Werkstatt. Ich musste ein bisschen Alublech holen, weil heute müssen wir was ganz Spezielles reparieren wieder, nämlich ein Zylinder. Und da ist mir die Kühlrippe abgebrochen. Und jetzt gehen wir erstmal ab in die Werkstatt. Ja, dann sind wir jetzt quasi hier am Speistisch. Jetzt war ich eben erstmal im Keller unten, habe ein bisschen Blech gesucht, weil wir müssen hier bei diesem Zylinder eine Kühlrippe wieder herstellen. Ihr seht hier, das Ding hat es rausgerissen oder weggebrochen oder durch Alterserscheinung rausgebrochen. Ist ein ganz schön großer, schwerer Zylinder. Schön war, ich habe ihn schon so bekommen, so vorbereitet. Ansonsten hätten wir es natürlich noch gemacht. Das ist immer eine super Vorbereitung auf jeden Fall so und macht natürlich dann dreimal mehr Spaß zu arbeiten. Weil hier haben wir einen ganz großen Vorteil, nämlich die Sauberkeit. Und die Sauberkeit ist mit das Allerwichtigste beim Schweißen. Das sage ich ja immer und immer wieder. Und hier in dem Fall ist der Zylinder gereinigt, wie gesagt. Und dann gibt es ja immer noch unterschiedliche Möglichkeiten. Der absolute Feind vom Schweißen ist Sandstrahlen. Das geht gar nicht. Wenn ihr was macht, dann am besten Glasperle oder Edelstahlstrahlen. Weil damit verdichtet ihr auch gleichzeitig ein bisschen die Oberfläche und dann lässt sich es viel besser schweißen. Und es ist schön sauber. So, das Blech habe ich unten geholt. Das gilt es natürlich jetzt hier anzufertigen. Jetzt können wir eins machen, wir können uns das Blech hier reinlegen, stecken das hier so rein, zeichnen uns das an und dann haben wir schon mal so eine grobe Kontur und nehmen dann einfach den Winkelschleifer, schneiden uns das mit grob zurecht mit der Trennscheibe und der Rest einfach mit der Fächerscheibe. Wenn wir das angepasst haben, müssen wir natürlich gucken, dass wir uns hier was unterlegen. Da habe ich so ein paar coole Parts hier, so ein paar schöne Unterleger für die unterschiedlichen Höhen, also von 5 bis 1 mm ist ja alles dabei. Da kommen wir hier ganz gut zur Rande, würde ich sagen. Dann richten wir uns das Ganze aus, heften das Ganze auf den Ecken und dann geht es erstmal wieder zu meinem Lieblingskurbel, nämlich dem Fräser. Und mit dem machen wir dann erstmal eine schöne Kontur rein. Das heißt, wir brauchen eine Tiefe, weil wir wollen ja schön rein ins Material kommen zum Schweißen, weil wir die Schweißer natürlich dann am besten wegschleifen wollen. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, du sagst aber die Schweißnähte nicht wegschleifen. Das ist auch vollkommen richtig so, deswegen bereiten wir es so vor, dass wir Spalt haben, dass wir eine Tiefe haben, dass wir schön reinkommen. Aber hier haben wir ja den Punkt, das hat ja nichts zu halten. Das ist jetzt nicht wie an einem Rahmenbauteil oder bei einem Fahrradrahmen oder sonstigen, sondern hier geht es ja eigentlich eher um Optik. So, dann verschleifen wir das wie gesagt. Da es aber die unterste ist, wo er befestigt wird, der Zylinder, sage ich mal, kann man ja 1 mm stehen lassen, verschleift es nicht flächenbündig, weil diesen Millimeter wird man, wenn man seitlich reinguckt, nicht sehen. So, was habe ich hier noch auf dem Tisch liegen? Wir haben hier noch einen zweiten Zylinder, einen Horex-Zylinder und hier hat, das müssen wir dann abschrauben, ein ganzes Teil von der Kühlrippe abgerissen. Da müssen wir aber erstmal einen Schlüssel holen und das Ganze runterschrauben und müssen uns das mal zu Gemüte führen. Da habe ich nämlich noch gar nicht danach geguckt. Aber in Step 1 geht es heute um diesen Zylinder. Und jetzt gehen wir zum Zuschnitt, zum Schleifen. Und dann haben wir ja unser Bauteil, was wir hier wieder einsetzen werden, beziehungsweise die Kühlrippe. Ihr habt es gesehen, geschliffen haben wir es jetzt zurecht, ein bisschen größer natürlich gelassen. Wichtig ist erstmal, dass man es richtig rund nimmt, gell? Nicht so wie ich gerade. So, hier setzen wir es ein. Wir haben natürlich jetzt an manchen Stellen mehr Spalt, das ist aber völlig egal, weil ich habe ja gesagt, Spalt ist okay und gut, damit wir schön reinkommen und eine Tiefenwirkung bekommen in der Schweißnaht. Der Rand, wie gesagt, ist etwas breiter, das ist aber nicht schlimm, das schleifen wir uns dann so bei, wie wir das Ganze brauchen. So, jetzt richten wir das aus, so dass wir quasi ordentlich schweißen können und dass es ordentlich liegt. Das sieht mit dem schon ganz gut aus. Es könnte ein Ticken zu hoch sein. So, dafür habe ich wie gesagt hier solche unterschiedlichen Bleche mit unterschiedlichen Maßen. Ist eigentlich ganz cool. Müsst ihr mal gucken, es geht auch einfach Restmaterial oder irgendwelche Restbrocken von irgendwelchen anderen Sachen. Funktioniert da auch sehr gut. Das sind quasi 2 mm, 2 Stück sind 4, das andere war jetzt 5. Da könnte man vielleicht mit dem, ist schon wieder falsch rumgenommen, besser hinkommen. Und das ist, naja, brauchen doch 5 mm. Aber es kommt nicht ganz drunter. So, doch, so sieht es ganz gut aus.
Gut, jetzt haben wir hier das Problem, hier ist es bündig, hier ist es ein bisschen zu hoch. Das heißt, wir heften als allererstes hier drüben, weil hier ist es flächenbündig. Und dann können wir es uns auf der Seite natürlich noch ein bisschen runterdrücken. Haben wir ja noch genug Luft und bei Alu ist das nicht so schlimm. Aber wir entfernen definitiv noch den Edding. Der Edding kann schon wieder zu einer schlechten Schweißnaht führen und zu Dreck und Poren. Deswegen den noch entfernen. Nehmen wir einfach entweder Drahtbürste oder Aceton. Wir testen einfach mal. Wir müssen das ja dann zum Schluss, würde ich es dann noch in der Art und Weise wieder strahlen lassen, weil dann ist die Oberfläche gleich und man sieht keinen Unterschied mehr von dem neuen eingeschweißten Blech, weil jetzt haben wir ja hier normal glänzendes Aluminiumblech, das würde natürlich jetzt optisch nicht dazu passen. So, damit machen wir jetzt das quasi weg. Dann rüste ich mal die Kamera um und dann zeige ich euch, wie wir das Ganze einschweißen. Ja, ihr wünscht euch ja immer Parameter. Ich schweiße quasi mit einer grünen Wolfram-Elektrode. 2 4er Hammer, die gerade nicht rausgeht, wie ich es gerne ein bisschen möchte. So, Zusatzwerkstoff nehme ich dem ALMG 5. Ich würde jetzt hier erstmal 2 4er Stärke nehmen vom Draht, weil ich nicht so viel Zusatzwerkstoff dazugeben will. Ich will erstmal in die Tiefe. Dadurch würde ich jetzt ein bisschen dünneren nehmen, dass wir nicht so viel Aufbau haben. Wir wollen erstmal reingehen. So, Ampere fange ich an, weil wir wollen heften mit 150 Ampere. Mindestens. Und von der Gasgeschichte her reichen 8 Liter. Also da müsst ihr ja, jetzt nicht viel mehr machen. Das reicht dicke aus. 8 Liter. Ich schweiße mit Gaslinse und einer 8er Keramikdüse. Da ist, na toll, das hat super geklappt. 8er Keramikdüse, Gaslinse aber drin und grüne Wolfram-Elektrode. Aber die sieht schon wieder schlecht aus, deswegen machen wir sie gleich mal ordentlich abzwacken. Und ihr wisst ja, ich lasse die immer vorne gerade. Dafür nehme ich mir, oh okay, da ist nicht mehr viel da, also brauchen wir mal eine neue. So, jetzt haben wir es quasi ein Stückchen runtergedrückt. Okay, dann könnt ihr euch hier so ein Teil nehmen und guckt einfach, das passt, dass das schön bündig ist. Und jetzt seht ihr ja, wir haben einen super großen Spalt, den können wir jetzt schön zuschweißen. Und dann kann man auch ruhig mal nur Stück für Stück punkten, dass man schön reingeht, Zusatzwerkstoff. Und kurz bevor es reinfällt, also die Naht runterfällt, ausmachen und neu starten. Jetzt heften wir erstmal an 3, 4 Punkten und dann stellen wir die Kamera erstmal auf dunkel. So, und der Spalt ist natürlich jetzt schon sehr groß, wo es dann wahrscheinlich wieder doch besser wird, jetzt den 3-2er zu nehmen, weil den können wir jetzt hier schon schön sogar durchstecken, so einen Spalthammer. Also ruhig den stärkeren Zusatzwerkstoff nehmen und dann arbeiten wir uns jetzt einfach schön, ja, von hier hinten durch. Gucken ein bisschen, dass wir gleichmäßig ein bisschen verteilt schweißen und dass wir nicht zu lange zu viel Wärme auf eine Stelle bringen und lassen es zwischendurch natürlich auch immer ein bisschen abkühlen.
absolute Zauberwerk oder Zauberkunstwerk ist es nicht geworden, aber es ist auch wieder einiges an Dreck rausgekommen, noch aus dem Zylinder. Ihr seht es hier noch am Rand so ein bisschen. Ich habe es immer schön mit dem Kurbel hier rausgemacht. Ist aber völlig egal. Mir ging es jetzt hier darum, dass wir eine schöne Tiefenwirkung bekommen, dass es dann schön hält. Und das wird jetzt sowieso alles verschliffen. So, jetzt lassen wir es noch kurz abkühlen. Wir haben es quasi in 3 Steps gemacht. Das Stück und das Stück. Jetzt abkühlen lassen und dann gehen wir rüber und verschleifen das Ganze. Im Schleifraum angekommen. Ich bin mal wieder der Papa. Mundschutz, Gehörschutz und Augenschutz. Denkt dran, schützt euch vor den unsichtbaren, nicht so gesunden Schleifstaub. So, also, jetzt wird geschliffen. Ja, jetzt seht ihr das schon hier. Hier hinten kommt man natürlich ein bisschen schlecht mit Schleifen ran. Durch die, ja, ich sage jetzt mal Stehbolzen vom Zylinder. Aber ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir stellen euch mal gerade hin. So. Also so sieht das Ganze aus. Kühlrippe, Kühlrippe, Kühlrippe. Jetzt muss das natürlich am allerbesten nochmal gestrahlt werden. Und dann wäre es natürlich der Idealfall, wenn es nochmal gestrahlt wird, dass quasi die Oberfläche dasselbe ergibt wie dort. Aber in dem Fall will das der Kunde selber machen, weil er die Möglichkeit hat dafür. Und ja, wenn das jetzt gestrahlt ist, dann fällt da gar nichts mehr weiter auf. Dann sieht das nämlich genauso von der Oberfläche her aus wie das andere auch. Ich habe es euch gerade gezeigt aus der nahen Perspektive. Wie gesagt, klar, die Schleifspuren von der Flex oder vom Winkelschleifer sieht man natürlich. Hier hinten gehe ich jetzt auf jeden Fall nochmal mit Schleifpapier drüber. Wir reden hier von Aluminium. Da nehme ich mir jetzt ein 60er Schleifpapier und gehe nochmal drüber, dass ich das hier hinten, wo ich mit der Fächerscheibe nicht schön reinkomme, gehe ich nochmal drüber. So, prinzipiell, wie gesagt, wenn das Ganze jetzt nochmal gestrahlt wird mit Edelstahlperlen, Glasperlen, dann nimmt das aber die Optik von dem Rest an. Also das haben wir schon oft so gemacht. Wir haben ja auch jemanden, mit dem wir da zusammenarbeiten, der das für uns dann auch immer strahlt. Dann sieht das super aus. Dann ist das wieder perfekt. So, ihr habt es gesehen im Video. Das ganz Grobe wird mit einer Trennscheibe abgetrennt, weggeflext, der ganze Kram, weggeschnitten. Ja, so. Und dann gehen wir ganz normal mit einer Fächerscheibe. Wir nehmen die von Weldinger mit einem 40er Korn, das reicht dicke aus. Und damit gehen wir dann schön drüber und bringen dann die Rundung rein. Dann immer so, dass ihr von oben drauf guckt. Ja, also aus der Perspektive, dass ihr seht, wo ihr hin müsst mit den Rippen. Und genau, also von der, wie weit ihr rausgehen dürft noch. Innen drinnen gehe ich dann mit einer Trennscheibe nochmal rein. An der einen Stelle, wo ich eine zu tiefe Wurzel hatte, hier am Rand, das hat man zu sehr gesehen, gehe ich mit der Trennscheibe rein und schleife die noch vorsichtig weg. Und dann sieht das ordentlich aus. So, hier haben wir dafür klar ein 3 mm Blech genommen. Da müsst ihr natürlich gucken, wie sind die anderen Rippen. Würde ich dann jetzt nicht 1 mm oder 2 nehmen, das würde ich dann schon so machen, dass es auch wieder passt und optisch hinhaut. Genau, und dann haben wir das quasi wieder instand gesetzt. Wenn man hier reingucken, sehen wir natürlich ein bisschen die Wurzel, ist klar. Gell? Aber wie gesagt, das kann man jetzt noch ein bisschen rausschleifen. Ein Stückchen würde man noch hinkommen mit der Trennscheibe, aber ich würde es halt lassen, so dass es halt auch wirklich hält. Durch Vibration und sonstige Sachen. Bei den älteren Motorrädern ist die ja noch ein bisschen größer. Und somit haben wir dann auch den nötigen Halt drin, der da rein muss. So. Viel hat das natürlich nicht zu halten. Das ist ja jetzt nichts, wo irgendwie Gewicht dran hängt oder so oder irgendwas ja, dran gezogen wird oder strapaziert wird. Ja, das ist es dann eigentlich schon zu diesem Video gewesen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe nämlich bei Instagram schon mal so 2 Posts über sowas gemacht und da war reges Interesse da. Hier habt ihr mal gesehen, wie wir das Ganze machen. Ist eigentlich mit wenig Mitteln machbar. Könnt auch ihr, die selber schweißt, natürlich zu Hause auch selber machen. Achtet immer, ganz wichtig, ich würde jetzt noch mal kurz durchgehen. Sauberkeit, bereitet es ordentlich vor, das ist ganz wichtig. Richtet es richtig aus. Versucht einen kleinen Spalt drinnen zu lassen. Wenn ihr keinen Spalt habt, nehmt einen Dremel und fräst es ein bisschen auf. Wir haben jetzt in dem Fall das schon so angepasst, dass wir ein bisschen Spalt haben beim Schneiden, also vom Schneiden her schon. Und dann den Spalt schön zugespeist, dann haben wir schön Material eingebracht und haben eine schöne Tiefenwirkung. Ja, das ist ganz wichtig. So, was ist noch wichtig?
Zum Schluss schön verschleifen, nehmt euch dafür ein bisschen Zeit, schleift nicht zu viel weg, es geht ganz schnell, habt dann ein bisschen zu viel weggeschliffen, das ist dann ärgerlich. Und spannt es euch immer so hin oder stellt es euch immer so hin, dass ihr immer alles genau seht, wo ihr hin müsst. Genau dasselbe Prinzip wie beim Schmelzbad. Immer schön schauen, dass er da hinkommt, wo ihr hin wollt. So, wenn Dreck rauskommt, Drahtbürste nehmen, entfernen, weiterschweißen und immer so. Ja, das habt ihr jetzt durch die Abdunklung nicht gesehen. Ich habe immer zwischendurch die Drahtbürste nehmen müssen, weil der Dreck rausgekommen ist. Macht den weg. Genau. So, also, das war's zu diesem kleinen Zylinderreparatur, dieser kleinen Zylinderreparatur. In den nächsten Videos, ich habe jetzt schon einige Sachen geplant, die werden auch interessant. Ich versuche es jetzt wieder, dass donnerstags wieder Videos kommen. Ist zurzeit ein bisschen viel los bei uns. Unsere Shirts-Geschichten, ich lasse es immer noch für euch laufen. Geht unten rein in die Beschreibung, schlagt zu und tragt euer Hobby nach außen. Ich freue mich auf euch. Aufs nächste Video. Ihr macht euch einen schönen Restsonntag. Lasst es euch gut gehen. Euer Alulöffel. Bis zum nächsten Video.